Großkreuz nimmt emotionalen Abschied. Fanliebling Kevin Großkreuz hat sich mit einem emotionalen Statement von den BVB-Anhängern verabschiedet. Auch wenn er gern sein gesamtes Leben für Schwarz-Gelb gespielt hätte, müsse er sagen, dass er sich glücklich schätze, überhaupt für seinen Verein gespielt haben zu dürfen, schrieb Großkreuz bei Instagram. Der 27-Jährige hat sich dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul angeschlossen, obwohl ihm die FIFA die Spielberechtigung verweigert. Der Wechsel soll zu Beginn des Wintertransferfensters endgültig vollzogen werden. Bis dahin darf Großkreuz nur am Training und an Testspielen von Galatasaray teilnehmen. Wenn ich lese, wie das bei unseren Medien steht, dass ganz ernst ist, aber leider kann ich nicht das bestätigen und ich habe andere Baustellen, kostet so viel Zeit und Nerven und ehrlich sein, dass ich wollte, dass über Fakten reden und wenn Fakt kommt zu uns oder wird bei uns, dann steht hier zur Verfügung 2 Stunden und ich kann dann unterhalten. Aber jetzt, ich glaube, dass es kein Sinnvoll ist, über diese Themen was zu reden. Sie können da Ihre Nerven schonen und uns sagen, da ist nichts dran. Ich habe das gerade versucht, das diplomatisch zu klären. Aber Sie müssen sich doch dazu äußern können, ob im Moment darüber verhandelt wird oder nicht. Sie müssen doch involviert sein und das sind Sie doch auch. Ich informiere und ich behalte diese Themen bei mir und dann wir reden, wenn was passiert. Aber jetzt über welche da zählen und so weiter, ich wollte nicht das äußern. Ich wollte über, ich weiß nicht was, unterhalten. Vielleicht nicht so das gestartet, wie man vielleicht von uns gewartet. Das vielleicht diese Themen. Nein, das ist nicht das Thema. Das Thema ist nur Claudio Pizarro und darum sind wir heute hier. Glückwunsch. Gut. Danke. Danke. Alofs verteidigt Transfersummen. Manager Klaus Allofs vom VfL Wolfsburg hat den Verkauf von Starspieler Kevin De Bruyne für knapp 80 Millionen Euro mit der allgemeinen Veränderung des Fußballgeschäfts erklärt. Man befinde sich mitten in Europas Marktwirtschaft, es seien einfach neue Summen im Spiel, sagte Allofs der Welt. Ein Auto habe vor 20 Jahren ebenfalls nur halb so viel gekostet wie heutzutage. Mit einem Fußballverein könne man durchaus viel Geld verdienen, dies führe dazu, dass Grenzen ausgereizt werden, so Allofs weiter. Westergaard denkt an DFB-Team. Yannick Westergaard von Werder Bremen kann sich durchaus vorstellen, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, wie er der Bild verriet. Dies ist durchaus möglich, da Westergaard eine deutsche Mutter hat und bisher noch kein Pflichtspiel für Dänemarks A-Nationalmannschaft absolviert hat. Für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele wurde der Innenverteidiger ebenfalls nicht nominiert. Reus fällt aus. Marco Reus wird der Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele gegen Polen und Schottland nicht zur Verfügung stehen. Der Offensivstar von Borussia Dortmund hat sich in der Vorbereitung auf die Partien die linke Großzehe angebrochen. Der 26-Jährige ist daher bereits aus dem Quartier des DFB-Teams abgereist. Mario Götze wird morgen auf jeden Fall beginnen und ich bin überzeugt, dass er morgen auch zeigen will, was in ihm steckt. Irgendwie stehen wir vor der Woche oder den Wochen der Wahrheiten, wo es darum geht, in den nächsten 4 Spielen das EM-Ticket zu lösen. Wir stehen aber jetzt nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern wir haben genug Selbstbewusstsein und das Wissen, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können. Unsere Mannschaft macht auch insgesamt einen ganz anderen Eindruck als im letzten Jahr. Wenn wir mehrere Trainingseinheiten haben, wenn die Mannschaft zusammen ist, wie bei der WM 2014, dann sind wir in der Lage, alle Probleme in den Griff zu kriegen, auch in 2, 3 Tagen mal vor so einem Spiel. Und von daher schwierig, klar, nach einem WM-Jahr und einem WM-Titel, aber ja auch nicht jetzt dramatisch. Polen hat natürlich auch so ein Wohlgefühl, ein Hochgefühl, eine kleine Euphorie. Sie sind im Moment Tabellenführer. Das spürt man dieser Mannschaft schon auch an. Sie haben eine gute Harmonie. Sie haben im Moment auch in ihrem Land Unterstützung der Fans und sie haben Freude an ihrem Spiel. Sie machen das auch sehr, sehr gut, was sie können. Das machen sie hervorragend. Und von daher wissen wir natürlich, dass wir auf einen Gegner treffen, der gefährlich ist und es morgen auch keinen Selbstläufer geben wird. Ich glaube, für mich persönlich stand es nie wirklich zur Debatte, dass ich den Verein wechsle. Ich glaube, ich fühle mich sehr, sehr wohl bei Bayern München. Ich bin den Fans, dem Trainer, der Mannschaft sehr, sehr dankbar für alles. Ich glaube, ich hatte 2 sehr, sehr gute Jahre. Wir haben Titel gewonnen.
Dass es mal besser läuft, mal schlechter läuft, das ist auch klar. Ich bekenne mich ganz klar zum FC Bayern München und zu allem. Und ich freue mich einfach auf die kommende Saison. Ich habe hohe Ziele. Ich werde an mir arbeiten und ich werde versuchen, meine Spielzeiten zu bekommen. Und ja, ich bin positiv, ich bin guter Dinge. Man darf auch nicht vergessen, ich bin vor 2 Jahren mit einer Verletzung nach Bayern gekommen. Ich bin seitdem eigentlich so gut wie nicht mehr verletzt gewesen. Habe viel gespielt, habe ein Turnier gespielt in Brasilien. Wenn man die pure Statistiken sieht, sind sie auch nicht ganz so schlecht. Ich freue mich einfach auf die Zeit und ich freue mich, dass ich noch hoffentlich viele verletzungsfreie Jahre vor mir habe und versuche einfach das Bestmögliche aus meinem Körper und aus meinem Spiel rauszuholen. Und das ist die Marschroute, die ich eigentlich schon immer verfolgt habe. Wenger steht hinter seiner Transferpolitik. Arsene Wenger hat die Transferpassivität des FC Arsenal in diesem Sommer begründet. Es würde nicht das Geld oder das Verlangen nach neuen Spielern fehlen, sondern Spieler, die einen Top-Club verstärken können, erklärte der Coach der Gunners. Als Beispiel für seine These führte er den Transfer des 19-jährigen Anthony Martial zu Manchester United für 50 Millionen Euro an. Arsenal war bei den Versuchen, Karim Benzema von Real Madrid sowie Edinson Cavani von PSG nach London zu locken, gescheitert.